Seit geraumer Zeit erhalte ich immer wieder Nachrichten von Deutsch-Türken, die unbedingt Content auf Deutsch wollen. Ich werde auf diesem Kanal in Zukunft auch Videos auf Deutsch produzieren, solange ich die Zeit dafür finde. Selbstverständlich sind die türkei-bezogenen Diskussionen in Deutschland unterirdisch schlecht. Also das fühlt sich für mich so an, als wäre ich wieder in der ersten Klasse, weswegen ich das auch lange Zeit gemieden habe. Was ist damit gemeint? Es sind Verschwörungstheorien, Arabismus und falsch übersetzte Theorien aus der Türkei, die noch mit einem gebrochenen Türkisch vorgetragen werden. Allerdings haben diese Theorien mittlerweile jede Grenze überschritten und da muss man halt eingreifen. Dementsprechend lasst uns doch diesen Kanal gleich mit einem TikToker öffnen, der mir sehr oft vorgeschlagen worden ist. Der Kollege war anscheinend mal YouTuber, hat aufgrund finanziellen Problemen seinen Kanal verkauft und ist nun mittlerweile vollkommen bei der Social Media Hoca-Schiene angekommen. Gepaart mit dem deutsch-türkischen Identitätskonflikt und religiösen Verschwörungstheorien ist der junge Mann ganz unten bei der Social Media Kette. Allerdings geht es heute um eine spezielle Art von Propaganda, die der junge Mann aus der Türkei wortwörtlich importiert. Ich blende mal kurz das Video hier ein. Hallo, dieses Video richtet sich insbesondere an meine türkischen Bürger. Ich habe eine Erkenntnis über Mustafa Kemal Atatürk gemacht und werde diese mit euch teilen. Nein, hast du nicht. Du hast eine Verschwörungstheorie gelesen und übersetzt es nun auf Deutsch. Was ihr jetzt daraus interpretiert, das ist nicht mein Problem. Ob ihr euch jetzt nach diesem Video angegriffen fühlt, beleidigt fühlt, macht was ihr wollt. Es interessiert mich nicht, weil ich werfe hier keine Thesen in den Raum. Ich sage einfach nur, guck mal, das war so, das war so, das war so. Und was ihr dann aus dieser Information macht, macht was ihr wollt. Nein, das sind keine Informationen, sondern Desinformation. Das ist zum Beispiel der Lehrer von Mustafa Kemal Atatürk gewesen. Muallim Şemsi Efendi, Atatürk'ün hocası. Okay? Das Ding ist, er hieß natürlich nicht wirklich so. Sein richtiger Name ist Shimon Zvi. Nein, er hieß Muallim Şemsi Efendi. Die Theorie, dass es sich bei ihm um einen sogenannten Sabetaisten handelt, kam von Soner Yalçın in den 2000ern. Das findet man auch mit einer ganz einfachen Recherche. Nein, das ist keine Recherche, die du machst, denn falls du tatsächlich recherchieren willst, sind die Archive der Türkei geöffnet. Einige tausend Belege sogar digitalisiert, also du musst nicht mal hingehen, sondern kannst sie als PDF-Datei runterladen. Du hingegen warst auf der Webseite belgelerlegerçektarih.com. Für die, die sich da nicht auskennen, diese Seite war rund um 2012 populär unter Verschwörungstheorien und radikal religiösen Minderheiten. Die größten Verschwörungstheorien über Atatürk stammen von dieser Webseite, der sich wiederum von Kadir Mısıroğlu beeinflussen ließ. Ich meine, der Kadir Mısıroğlu, der behauptete, Shakespeare wäre eigentlich ein Moslem und hieße Şeyh Pir. Ich habe leider vor 10 Jahren sehr viel von dieser Webseite ertragen müssen. Also kenne ich mich aus, leider. Dieser Shimon Zvi ist natürlich auch kein Türke gewesen, sondern Jude und war der Lehrer von Atatürk. Nein, mein Lieber. Du hast die Verschwörungstheorie, die du hier verbreitest, falsch übersetzt. Der sogenannte Shimon Zvi war kein Jude, sondern ein Sabetaist. Und auch nach der Verschwörungstheorie, die du gelesen hast, war er schon Türke, nur eben kein Moslem. Das Ding ist dabei, er hat Atatürk keinen richtigen Unterricht an sich gegeben, so wie ihr es kennt, sondern geschlossenen Unterricht. Da waren vielleicht 2, 3 Leute in der Klasse. Nein, mein Lieber, auch das stimmt nicht. Şemsettin Efendi war ein sehr bekannter Lehrer im Osmanischen Reich. Er hat sozusagen das osmanische Schulsystem vollkommen geändert. Denn zu dieser Zeit hatte das Osmanische Reich die Kontrolle über ihre Schulen vollkommen verloren. Es gab keine zentrale Überprüfung oder Koordinierung, sondern jeder hat das unterrichtet, was er wollte. Das sollte später sehr teuer werden. Aber dies ist Thema für ein anderes Video. Also, Şemsi Efendi hat im damaligen Selanik einen Mektep nach europäischem Vorbild gegründet. Das heißt, es wurde nach Logik gelehrt und nicht nach Determinismus. Unter anderem lehrte er auch in lateinischer Schrift. Das ist sehr wichtig, denn wer damals eine Karriere im Militär, Bürokratie oder in Europa machen wollte, der musste die lateinische Schrift gut beherrschen. So wie Atatürk. Atatürks Mutter war streng religiös, weshalb sie ihn in ein Mektep geschickt hat. Wahrscheinlich kannte sich der Mann damals in Sachen Religion besser aus, als du es je tun wirst. Dort bekam er ihm seine Grundausbildung und Religionsunterricht. Allerdings wollte sein Vater Ali Rıza Bey, dass er eine höhere Qualität an Bildung erhält, damit der Junge auch Karriere machen kann. So schickte man Atatürk also zu Şemsi Efendi Mektebe, 8 Jahre nach dessen Gründung. Eine sehr beliebte Schule, bei der es kaum Platz gab. Atatürk hat auch keinen geschlossenen Unterricht erhalten, sondern eine ganz normale Grundausbildung in Sachen Lesen und Schreiben der lateinischen Schrift. Es gibt von dieser Zeit Zeitzeugen, die mit ihm in derselben Klasse waren. Allerdings hielt sich das nicht lange, da radikal Religiöse die Schule abgefackelt haben. Sie wurden von den Hodjas in der Umgebung aufgestachelt, die eben selbst Schulen hatten und den Mann als Konkurrent sahen. Gründe? Er benutzte eine Tafel und spielte mit den Kindern in den Pausen, anstatt sie brutal zusammenzuschlagen, wie es sonst üblich war. Allerdings durfte er mit Unterstützung der osmanischen Regierung erneut die Schule öffnen. Er war so gut, dass er 1876 von Sultan Reşat den Orden Mecidiye-Nişanı verliehen bekommen hat. Waren die Osmanen damals auch etwa Juden, lieber Turan? Selbst Abdülhamid II. Verlieh ihm ebenfalls 2-mal den Mecidiye-Orden. War dieser etwa auch ein Jude, Turan? Ab hier folgt eine Reihe von Desinformationen, Lügen und Verschwörungstheorie. Und dieser Lehrer
hat mehrere Kinder und ein Kind davon, das ist übrigens auch noch der älteste, also der älteste Sohn von diesem Lehrer ist der zweite Staatspräsident von Israel gewesen. Das ist er, zionistischer Politiker und Historiker. Nein, nein, nein und nein. Der Vater des zweiten Staatspräsidenten Israel Yitzhak Ben-Zvi war Zvi Shimshilewitsch. Der wurde in Polen geboren. Er war 20 Jahre in Russland mit seinem Sohn in zionistische Tätigkeiten verwickelt. Dann starb er 1953 in Jerusalem. Shemsi Efendi hingegen, der 1851 in Selanik geboren wurde, starb nach dem ersten Balkankrieg 1917 in Istanbul, wo er auch heute noch begraben ist. Sein Grab befindet sich in Eyüp-Sultan. Das sind zwei verschiedene Menschen, Alter. Zvi Shimshi wurde sogar im russischen Zarenreich 1915 verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er in seinem Haus Waffen versteckte. 1908 wurde er nach Sibirien geschickt, wo er 16 Jahre in Haft verbrachte. Erst 1923 erlaubten ihm die Russen, nach Israel zu gehen, also 6 Jahre nach dem Tod von Shemsi Efendi. 1953 starb er, wie gesagt, in Jerusalem und wurde dort begraben. Shemsi Efendi hingegen war nie aus dem Osmanischen Reich ausgereist. Zu diesem Zeitpunkt wäre er sowieso 100 Jahre alt geworden. Sein Grab ist heute noch in Istanbul, wie du es selbst zeigst. Diese Verschwörungstheorie ist in der Türkei seit 20 Jahren widerlegt und Menschen machen sich darüber lustig, während du unverschämt behauptest, zwei unterschiedliche Menschen, die nicht unterschiedliche sein könnten, seien die ein und dieselbe Person. Nach diesem Lügengeflecht kommt noch die Aussage: In Israel gibt es auch mehrere Statuen von Mustafa Kemal Atatürk. Dass es in Israel sehr viele Atatürk-Statuen gäbe. Ja, genau wie in 35 anderen Ländern auf der Welt auch. Du pickst Informationen, um ein Lügenkonstrukt zu errichten. Eine deutsch-jüdische Zeitung namens Aufbau berichtete sogar selber, war der Vater der Türken ein Sohn der Juden. Nein, nicht wirklich. In der Zeitung berichtet der Schweizer Orientalist Heinz Gestrein aus Athen, dass einige Griechen diskutieren würden, ob Atatürk ein Sabbataist sei. Hier wird nichts anderes berichtet. Heinz Gestrein beruft sich hierbei auf angebliche Behauptungen von Kenise Murat. Quellen, ob sie sowas aussagt, gibt es nicht. Zumal die Dame 1940 in Paris geboren worden ist, 2 Jahre nach Atatürks Tod. Du hast dir nicht einmal die Mühe gemacht, das Original aus den Archiven zu holen und hast stattdessen wieder ganz dreist von dieser ranzigen Verschwörungstheorie-Webseite einen Screenshot gemacht. Merkt man daran, dass das Original auf Seite 23 ein Randnachricht aus Griechenland ist. Und ja, ich habe mir das Original geholt, während die gefotoshoppte Version es auf der Titelseite samt Logo zeigt. Die englische Zeitung Forward sagte sogar selber, dass Mustafa Kemal Atatürk das jüdische Glaubensbekenntnis als It's My Secret Prayer To betitelt. Das heißt, Mustafa Kemal Atatürk sagt zum jüdischen Glaubensbekenntnis, dass es sein geheimes Gebet wäre. Dieses Foto, das du ebenfalls aus dieser ranzigen Webseite ausgedruckt hast, stammt von einem Bericht des israelischen Journalisten Hillel Halkin. Der berichtete 1999, als der erste israelische Präsident Ezer Weizmann die Türkei besuchen wollte, habe er dort in seinem Büro seine Sekretärin erreicht und gefragt: Ja, der Präsident reist ja in die Türkei. Weiß er denn, dass der Gründungsvater der Türken ein Jude war? Daraufhin sagt die baffe Sekretärin: Nein, fax uns doch die Belege rüber. Und das habe er dann auch gemacht, wie gesagt. Er beruft sich dabei auf den israelischen Nationalisten Itamar Ben-Avi. Der soll nämlich diese angebliche Begegnung mit Atatürk in Jerusalem gehabt haben. Dort soll Atatürk gesagt haben, dass die Türken in die lateinische Schrift wechseln sollen und Atatürk solle dort den von dir erwähnten Satz, das ist auch mein Gebet, gesagt haben. Diese Geschichte wurde 1980 publiziert, 40 Jahre nach dem Tod von Itamar Ben-Avi. Absurd, Atatürk, damals ein unbedeutender Soldat, soll grundlegende Ideen wie die Schriftreform in einer Bar bekommen haben. Diese Geschichte soll auf der Biografie von Ben-Avi beruhen. Der verstarb 1943. Ein Jahr später wurde seine Biografie von seiner Stiefmutter Hemdar bin Yehuda auf Hebräisch publiziert. Und in dieser ersten hebräischen Publikation, also dem Original, kommt kein Atatürk vor. Weder die ganze Bar-Story noch sein angeblicher Judenbekenntnis. Wichtig ist auch, zu diesem Zeitpunkt existiert auch kein israelischer Staat. Nachdem Hemdar bin Yehuda stirbt, sind die Rechte frei und 1961 publiziert man die Biografie noch einmal mit 200 Extraseiten. Diesmal mit dieser Atatürk-Story. Was ist anders? Nun ja, 1961 gibt es Israel und es herrscht eine kleine Krise zwischen den beiden Ländern. Obendrein befand sich Atatürk zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg nach Libyen, um dort mit Enver Pascha und Co. Aufstand gegen die Italiener anzuzetteln. Also auch zeitlich gesehen passt diese Geschichte nicht zusammen. Also der Bericht von 1999 vom israelischen Nationalisten Halkin basiert eben auf jene dubiose Publizierung. Nun ja, den Aufwand hast du dir ja nicht gemacht, sondern hast einfach die Webseite ausgedruckt und auf deinen Blog geklebt. Wie ein Grundschüler. Ich schließe diese Akten jetzt mal. Nein, das sind keine Akten und auch keine Informationen. Ihr könnt jetzt mit diesen Informationen machen, was ihr wollt. Ihr könnt interpretieren, was ihr wollt. Es ist nicht mein Problem. Ab diesem Video schon, mein Lieber. Çünkü kulak yemek şakaya gelmez.